Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly for Universe Video. Heute mit dem neuen Event, neues Cache-Up-Update und neues Upgrade-Event sowie Serverwartung. Erstmal die Serverwartung, die ist relativ langweilig. Bugfix, Fixed Spark is not appearing when a cloak is transmuted. Also es betrifft nicht mal alle Cloaks, weil nicht jeder Cloak hat diesen Sparkle-Effekt. Also ja, es ist nicht wirklich weltbewegend. Und Generate Changes, Guild Artifacts are now displayed in the Navigator Window und Change the Loading Screens of the Secret Room and Guardian Sanctuary. Also ganz ehrlich, einfach vollkommen irrelevant. Also da ist quasi gar nichts wirklich passiert. Leider in den letzten 2 Wochen. Und dann haben wir Enhanced Upgrade Gear. Hier nochmal wichtiger Hinweis. Ich finde es schön, dass sie hier ein paar Hinweise mittlerweile dazu schreiben. Allerdings ist es immer noch viel zu wenig, was sie da hinschreiben. Und zwar, the chance of successfully upgrading your gear will be increased. Und jetzt lesen wir uns mal die Hinweise hier, um Verwirrung aufzulösen. The Enhanced Upgrade Event applies only for gears. Was zum Teufel soll das bedeuten? Was ist ein Gear? Es gibt nichts in Flyf, das Gear heißt. Ich weiß, Gear steht für Ausrüstung oder für Equipment oder was auch immer. Aber was ist das für eine bescheuerte Formulierung? Also ich meine, du machst extra eine Zeile, um das zu präzisieren, auf was sich das bezieht. Und die Präzisierung ist ein allgemeiner Ausdruck, ein Sammelbegriff, unter dem viele Dinge verstanden werden können. Also der nicht einheitlich klar definiert ist. Also es gilt nur für das Plusmachen von Waffen und Rüstungen. Sonst nichts. Also euer Gear kann man ja auch eigentlich Schmuck dazu zählen oder vielleicht auch Sockel, Rüstungssockel, Waffensockel, was auch immer. Nein, zählt alles nicht. Es zählt nur für Plusmachen von Waffen und Rüstungen. Warum man das hier nicht einfach reinschreibt, so wie es ist, wenn man schon präzisiert, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber sie machen es auf jeden Fall auch hier nicht. Und gut, die andere Präzisierung tatsächlich, die ist deutlich besser. Please note that X-Product items have no relation to the Enhanced Upgrade Gear Event. Also, the Ultimate Weapons are not included nor affected by the Enhanced Upgrade Gear Event. Heißt also im Endeffekt einfach alles mit X-Product oder auf Deutsch ist es einfach auch Skull of S-Product, in den Klammern Super hieß es früher, also die orangene Skull of S-Product, die ist quasi von dem Event mehr oder weniger auch komplett ausgeschlossen. Also das ist zwar Plus machen, also zum Beispiel bei einer Ultimate-Waffe, aber das wird hier halt ausgeschlossen, das heißt, da hat man auch keine erhöhte Chance. Achso, und jetzt habe ich es fast vergessen, für Element-Upgrade zählt das Event natürlich auch nicht, sondern wirklich nur für Plusmachen von Waffen und Rüstungen, normales Plusmachen. Also auch kein Element. Nur um das nochmal klarzustellen. So, und dann haben wir das Attack of the Hungry Monsters Event. Vom 25. April bis zum 9. Mai. Diesmal nur 2 Wochen, nicht 4 Wochen, wie bei den letzten Monster-Events. Und ja, es beinhaltet da quasi, dass wir Event-Monster Leaner hunten müssen. Random kann man überall finden. Und die droppen dann, also kriegen auch nur einen Damage, sind ja solche Event-Monster. Und die droppen dann diesen Leaner's Tooth. Und den kann man dann beim Event-NPC Chonyang, der sich in jeder Stadt befindet, gegen die Items eintauschen, solange das Event läuft. Und ja, ich weiß nicht, wie viele Leaner's Tooths man bekommt. Wahrscheinlich mehrere, weil man braucht hier bis zu 100 Stück, um eine Sache einzutauschen. Gut, okay, man kriegt von allen Sachen mindestens 2, wenn man es eintauscht. Aber um einmal eintauschen zu können, braucht man hier bis zu 100 Stück. Das ist schon ganz schön viel. Und das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, um 100 Stück zu kriegen, wie viele Leaner's man da töten muss, aber wahrscheinlich schon einige. Und ich finde grundsätzlich die Belohnungen, ehrlich gesagt, gar nicht mal so gut. Also ich meine, es sind die All-Time Classics dabei, Upcut Stone, ne, gut, das war es eigentlich auch schon. Amplification, Smelting-Scrolls sind tatsächlich nicht dabei, keine Protects diesmal. Und ja, keine Ahnung, also ich bin nicht so wirklich überzeugt davon, von dem Event. Und mag halt persönlich solche Events eigentlich auch nicht wirklich. Zusätzlich gibt es aber auch noch die Möglichkeit, sich hier exklusive Housing-Items zu verdienen. Für 100 Leaner's Tooths kann man sich einmal die Metaverse, oder 100 Leaner's Teeth, I guess, Metaverse Random Box eintauschen, in der sich dann ein Random hier von diesen Metaverse-Gegenständen befindet. Mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten. Und das war es aber auch schon. Das ist das neue Event. Also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das jetzt dafür sorgt, dass da irgendjemand hier ja, sonderlich gehypt ist. Das ist halt ein absolutes Standard-Event und ist auch das einzige Event, was tatsächlich gestartet ist. Dann haben wir doch das neue Speed CS-Set. Das ist das Safari Explorer, heißt das, glaube ich.
Und ich persönlich habe halt gesagt, es ist so ein bisschen langweilig. Also gefühlt haben sie erstens mal K-Pop-Frisuren, sogar mit Mikrofonen gemacht. Also keine Ahnung, warum Safari Explorer ein Mikrofon-Headset hat. Sieht mehr aus wie ein K-Pop-Set, ehrlich gesagt. Und, also zumindest vom Kopf her, wie gesagt. Und ja, es ist einfach relativ basic. Also ich meine, es ist jetzt einfach nichts Besonderes. Es ist jetzt nicht ultra hässlich, aber halt auch wirklich nicht ultra geil. Einfach nur ziemlich generic. Und ja gut, bei einem weiblichen Set sieht man halt unter die Bluse, I guess. Das ist vielleicht für den einen oder anderen noch ein Kaufgrund, I guess. Aber alles in allem wirklich nichts allzu Besonderes. Ich denke, wenn überhaupt, wird vor allem der Head interessant sein für manche Leute, weil die Frisuren halt, I guess, ein bisschen speziell oder besonders sind. Aber ja. Dann gibt es natürlich noch einen Rucksack. Ja, wer jetzt vermisst, ja, wir haben schon 46 verschiedene Rucksäcke in Fly Universe als Cloak-Skins. Statt dass wir 100 verschiedene coole Cloaks haben, haben wir 46.000 Rucksäcke. Und wir kriegen einen weiteren dazu. Let's freaking go. Ich kenne so viele Leute, die Rucksäcke lieben in Fly. Alle wollen Rucksäcke haben, niemand will coole Umhänge haben. Alle wollen nur mit Rucksäcken rumlaufen. Dann aber, was wirklich cool ist an diesem Zeug, ist dieses Fluggerät. Ride Items sold separately. Und das ist das, worauf ich mich hier wirklich fokussieren will, weil das ist actually pretty cool, muss man sagen. Denn hier ist Safari Explorer Grey, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Pteranodon, PT kann man nicht aussprechen, das existiert nicht, Pteranodon. Auf jeden Fall, ja, crazy. Also es ist einfach ein Fluggerät mit Flügeln, also ein Flugtier sozusagen, ein Reittier mit Flügeln. Ich weiß leider nicht, wie es aussieht, wenn man damit tatsächlich rumcruist. Also ich denke mal ziemlich cool, ehrlich gesagt. Und ja, ich denke, das werden sich auf jeden Fall einige Leute holen, weil das ist, glaube ich, eins der most unique und, wie gesagt, coolsten Fluggeräte, die wir jemals hatten. Und ja, eigentlich ziemlich cool. Gibt es in 3 verschiedenen Farben. Schwarz-Rot, Sandfarben, Grau. Ich denke mal, der hier wird der Verkaufsschlager sein. Wait a minute, wieso heißt der White? Huh? Safari Explorer White? Also, das ist auch ungefähr der unpassendste Name. Also wenn dann Red oder Black. Was zum Teufel? Wer zum Teufel sieht das hier und denkt sich, ja, der hat die Farbe Weiß. Was zum Geier. Aber ja, auf jeden Fall ziemlich cool. Also das wird sich auf jeden Fall für den einen oder anderen wahrscheinlich, naja, was heißt lohnen, aber wird der eine oder andere bestimmt sich holen. Und ich sage, das war es auch leider schon. Bis zum nächsten Mal mit Fly Universe. Haut rein, danke fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns. Bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao.